Kaki. Am Brennenstuhl. Blablabla. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute die neuen Arbeitsleuchten von Brennenstuhl an. Denn wir haben hier ein System, mit dem du 60 verschiedene Herstellerakkus in einem System, nämlich diesem Brennenstuhlsystem, vereinen kannst und alles benutzen kannst, was du quasi an Akkus da hast. Und das alles heute in diesem Video mit dieser Leuchte. So, das kann jetzt aber erstmal runter und vor allem aus, damit ihr mich auch ordentlich seht. Wir schauen uns heute also die neuen Arbeitsleuchten von Brennenstuhl an. Und diese haben sehr interessante Techniken, aber das Interessanteste ist wirklich das Thema Akkusystem, denn das ist nur ein winzig kleiner Bruchteil in Akkus, die wir hier alle verwenden können. Wir haben hier also Arbeitsleuchten wie die hier mit etwas über 1000 Lumen bis zu welchen mit denen hier mit etwas über 12.000 Lumen. 12.000 Lumen, das ist wirklich Wahnsinn in einem einzigen Baustrahler oder einer einzigen Arbeitsleuchte. Und hier gibt es ja einen kleinen Kniff oder einen kleinen Trick. Und zwar gibt es dazu hier diese Adapter, ja, und zwar in Summe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Adapter. Die zeige ich euch auch gleich. Und damit könnt ihr all diese Akkus oder Akkusysteme hier benutzen. Ja? Und das ist nur ein winzig kleiner Ausschnitt. Und das sind über 60 verschiedene Hersteller, die ihr mit den Adaptern hier in diesen Arbeitsleuchten nutzen könnt. Die Arbeitsleuchten, die wir hier haben, sind übrigens auch extrem schlagfest zum Beispiel und haben noch andere Eigenschaften. Aber das, was mich am meisten erstmal beeindruckt hat, ist das Thema Akku und Akkusysteme. Und das gucken wir uns jetzt mal sofort an. Denn hier ist es so, dass Brennenstuhl ja schon vor einiger Zeit das Thema Akkusysteme und Akkuadapter für sich entdeckt hat und hat gesagt, Mensch, da mache ich das, alles noch mit dabei, mit dazu. Und deswegen haben wir hier folgendes System. Wir haben hier, Moment, so rum, wir haben hier eine Box. Da ist der Akku drin. Moment. So. Ja, jetzt hier noch kein Adapter drin, kein gar nichts. Und dafür gibt es jetzt diese Adapter. Moment. Zeige ich das mal. Ja, das sind all die verschiedenen Adapter. Jetzt habe ich hier den von Metabo zum Beispiel in der Hand. Und das ist nämlich auch der Clou. Ich habe hier Metabo und ich habe hier, wahrscheinlich, doch, hier habe ich es. Ich habe Metabo und ich habe Bosch mit dabei. Das heißt, ich habe hier den Adapter von Metabo für die gesamte CAS-Allianz, also für das CAS-System. Das ist immer schwierig. Cordless Alliance System, also für CAS quasi, ja, für die ganzen CAS-Akkus. Und hier habe ich das Thema Ampshare, nämlich von Bosch, den Adapter. Ergo, du kannst Folgendes machen, du kannst hier auch alle kompatiblen Akkus der anderen Hersteller mit dazu nehmen. Das ist ja zum Beispiel so, dass, gutes Beispiel nehmen wir jetzt mal Brennenstuhl. Brennenstuhl zum Beispiel bietet das Ganze ja auch mit einem Akku von Bosch an. So, übrigens geht es ganz leicht, einfach reinstecken, verriegeln. Und jetzt suchen wir mal den Brennstuhl-Akku. Ja. Das hier ist ein, hier habt ihr es auch sehen, hier seht ihr es auch, das ist ein Bosch Professional Akku. Ja, im Wesentlichen seht ihr das hier, ganz normaler Bosch Professional Akku, der aber ein etwas anderes Branding hat. Ja, hier seht ihr das auch. Ihr könnt den Akku jetzt also nehmen, einfach hier rein tun. Ja. Ihr könnt aber auch einen ganz normalen Procore, den wir haben von Bosch, ja, wie zum Beispiel hier ein 4 Ampere Procore, hier entsprechend auch hier drin nutzen. Oder auch mal so in die Extreme gehen, dass wir sehen hier so ein 12 Ampere Procore funktioniert auch. Wir haben hier den gebrandeten Akku von Brennenstuhl. Brennenstuhl, das ist voll witzig. Aber den haben wir hier. Dazu gibt es aber auch den von Ampshare. Das heißt also, das sind ja ist alles dasselbe Akkusystem, ja, dieselbe Aufnahme. Im Grunde steht überall Bosch dahinter. Das heißt hinter dem Akku, aber auch hinter Ampshare. Und bei Ampshare ist es so, dass wir zahlreiche Hersteller haben, die kompatibel jetzt sind zu diesen Bosch-Akkus, ergo zu diesen Ampshare-Akkus. Und wenn ich das Ganze nehme, kann ich das auch hier rein tun. Ich zeige euch das mal. Ja. So, schaut mal hier. Jetzt habe ich hier den Ampshare-Akku. So, Mann. Ja, funktioniert genauso.
Und somit habt ihr die gesamte Akku-Allianz von Bosch, also das ganze Thema M-Share, was ihr hier nutzen könnt. Das sind ja zahlreiche Hersteller. Ich mache mal Folgendes. Ich blende euch die hier mal alle ein. Ja, unendlich viele Hersteller. Und jetzt habt ihr dasselbe Thema, ja jetzt nochmal auf der anderen Seite von Metabo im CAS. Das heißt, ihr könnt die ganzen CAS-Akkus auch noch alle hier rein tun. Dann seht ihr nochmal diese ganzen Hersteller hier. Wahnsinn, oder? Und dann habt ihr natürlich noch die großen Massenhersteller, die auch noch funktionieren. Wir haben also bis jetzt Metabo, wir haben Bosch, wir haben Milwaukee dabei, wir haben, wir haben Dewald, wir haben, ach übrigens, das zeige ich auch noch mal gleich, die großen Dewald, wir haben Makita, wir haben Festool und es gibt auch einen speziellen Adapter für Flex. Ich habe gerade leider keinen Akku da. Ihr seht also, ihr könnt da unwahrscheinlich viele verschiedene Akkus reintun. Nochmal von den großen Herstellern Bosch, Makita, Dewald, Flex, Festool. Festool fehlt noch hier, ja, hatte ich schon gesagt, Festool und so weiter und so fort. All das geht und kannst du hier reintun. Und ich zeige das Ganze nochmal für Dewald, weil das ganz interessant ist. Das könnte man jetzt falsch verstehen oder missverstehen. Wir haben hier Flex, Milwaukee, Dewald. So. Und am besten kommt ihr mal dichter. Schaut mal. Schaut mal, hier ist der Adapter. Es geht ganz einfach. Nehmen, rein, arretieren und schon kannst du den Akku hier einsetzen. So und rein. Ihr habt gesehen, das war ganz simpel, aber bei Dewald ist ein Sondersystem, nämlich hier ist es so, dass die Flexvolt-Akkus auch passen. Die 54 Volt Akkus sind ja kompatibel nach unten zu 18 Volt. Dementsprechend kannst du auch einen Flexvolt-Akku nehmen, hier reinsetzen und ja, funktioniert. Also ich kann es euch auch mal zeigen, dass es funktioniert. Ja, Licht kommt, funktioniert. Ja, überhaupt kein Problem. Und das ist eine ganz tolle Sache und dementsprechend kannst du unwahrscheinlich viele Akkus in all diese Arbeitsleuchten, die wir uns gleich anschauen, reintun. Aber welche haben wir hier eigentlich? Wir haben den Akku-Teleskop-Arbeitsstrahler 6050 mA. Wir haben die Handleuchte HL3000, den Baustrahler 3000 mA, den Baustrahler 150 mH und die LED 360. Aber wie immer kommen wir kurz zum Thema Preis und dann gucken wir uns das auch mal im Detail kurz an. Bei den beiden hier sind wir beim Preis so um die 100 € und das findest du auch unten in der Videobeschreibung im ehrlichen Preisvergleich, den aktuellen Preis. Weil das schwankt natürlich so ein bisschen, sind auch relativ neue Geräte, müssen wir mal gucken, wo sich das Ganze hin entwickelt. Hier so, wie gesagt, um die 110 €. Hier bei der Leuchte ist es so, dass wir hier so um die 190 € haben. Bei dem hier haben wir so etwa 230 €, aber das heißt 230 € mit einem akkukompatiblen Arbeitslicht, ja, mit 12.000 Lumen. Wow, also das finde ich schon, also Preis-Leistung finde ich echt super hier. Und auch bei dem hier sind wir bei einem Preis von so rund 260 €. Und was das hier alles aushält, das zeige ich dir jetzt mal. Das war schon nicht ohne, oder? Das heißt, wir haben hier wirklich ein enorm stabiles Kunststoff hier. Dasselbe haben wir übrigens auch bei den anderen hier. Bei den anderen ist es genau dasselbe. Und zwar haben wir hier die Schutzklasse IK8. Das heißt, theoretisch kannst du mit einem 1,7 Kilogramm schwerem Gewicht aus 30 cm hier entsprechend draufhauen bzw. das fallen lassen. Und das würde immer noch keinen Schaden haben. Übrigens, ich habe es jetzt die Kamera, also für euch theoretisch ist es nur einmal, aber wir haben das, glaube ich, inzwischen jetzt 10, 15 Mal fallen lassen und man sieht es dem Kunststoff nicht an. Das ist erstaunlich, ja. Und auch hier, hat ja vorhin schon mal gemacht, ist genau dasselbe. Ja, ist enorm robust und das finde ich auch wichtig auf der Baustelle, dass es entsprechend auch hält. Schauen wir uns doch die hier mal als erstes an. Und wir haben hier eine Hybridleuchte. Das heißt, wir können die mit Strom arbeiten lassen. Ihr könnt sie sogar, naja, das wäre jetzt eigentlich witzig, ja, mit Strom ist immer. Also ihr könnt sie mit einem Kabel arbeiten lassen, aber ihr könnt es natürlich auch hier genauso mit dem Akku machen. Ja. Wir haben auf der Seite den Akku dran, können hier das Ganze lösen. Haben hier jetzt den Akku drin und können jetzt genauso mit den Adaptern das Ganze wechseln, wie ihr das vorhin gesehen habt. Ich versuche es mal kurz hier von der Seite. Ja, jetzt hier das nehmen,
reintun und so weiter und so fort. Übrigens ein Hinweis, welche Akkus passen denn eigentlich hier so rein? Ja, ich habe hier einen 12 Ampere Procore euch vorhin gezeigt. Der ist so hoch, da bekommt ihr das hier nicht mehr drunter. Ihr könnt ihn natürlich trotzdem benutzen, das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt ihn einfach hier einstecken, könnt aber nicht mehr, ja, könnt damit normal arbeiten. Auch hier, ich mache es mal an zur Sicherheit. Und was? Hier. Hui, wie hell. Mann. Also, ihr könnt ihn auch benutzen, aber müsst ihr ohne das hier arbeiten. Seid also dementsprechend nicht mehr so Staub- und Spritzwasser geschützt. Ja, das ist der Unterschied. Ich blende euch hier mal ein, die Staubklasse und die Klasse, wie das Ganze mit Wasser hier reagiert, ist sehr gut geschützt, hat ja auch eine Gummidichtung und alles drum und dran. Das funktioniert wunderbar. Bei Bosch ist es so, das Maximum, was hier reinpasst, ist zum Beispiel ein 8 Ampere Procore. Das trägt schon ordentlich auf. Ich glaube, wir haben uns mal einen Spaß gemacht. Bei dem hier ist es, glaube ich, drin. Moment, das war sehr stramm. So, das ist schon erstaunlich, ja. Also ihr seht, auch das funktioniert und das ist bei allen das Gleiche. Ja, der 8 Ampere passt rein, den schauen wir uns mal gleich an. Der 12er dann nicht mehr, funktioniert aber. So, machen wir den mal wieder rein. Ihr seht, wie leicht das auch geht. Jetzt hier wieder die Schutzhülle drauf. Von der Seite ist wirklich gar nicht so leicht hier. Moment. So. Seite 1. So. Für euch, ihr nehmt es natürlich so und dann geht's. Ansonsten ist es so, ihr habt hier einen sehr, sehr schönen Griff. Könnt das wunderbar auch greifen. Könnt das so mit euch rumtragen. Ja, ist überhaupt kein Thema. Habt hier das Ding in der Hand. Auch vom Gewicht her finde ich es sehr angenehm. Ja. Könnt es dann hinstellen und dann wird es dunkel für euch, hell für mich. Die Kamera muss natürlich immer ein bisschen gegenregeln. Und dann könnt ihr einen ganzen Raum hier wirklich erhellen. Das ist schon erstaunlich. Moment, ich zeige euch das mal. Sekunde. An. Und jetzt kommt man mit mir hier rum. Seht ihr, wie hell das eigentlich hier ist? Also es ist wirklich, der Raum hat eine schöne Grundhelligkeit und schon kann man sich hier nicht nur zurechtfinden, sondern jetzt könnte ich hier auch Dinge tun. Ja, wir haben jetzt noch eine Lampe vergessen auszumachen, aber das ist schon erstaunlich, was hier an Leuchtkraft hier rauskommt. Das ist schon der Hammer. Und wir haben hier 12.000 Lumen. Nochmal, 12.000 Lumen, das ist Wahnsinn. Der besondere Clou ist ja, dass wir hier 360 Grad Abstrahlwinkel haben zur Seite. Und man kann das Gerät aus meiner Sicht in zwei Art und Weise nutzen. Nummer 1, auf dem Boden einfach stellen, um Raum zu beleuchten. Und schon hast du den Raum hell. Wunderbar. Du kannst aber auch sagen, du möchtest von oben eine Deckenleuchte haben. Dafür ist es so, dass wir hier einen Haken haben. Ja. Das heißt, wir können ihn hier rausnehmen und können den einfach hier anfassen und das Ganze dann relativ, also nicht anfassen, sondern einhängen und dann schön nach oben bis zur Decke tun und können dann dementsprechend den gesamten Raum beleuchten. Ja, wunderbar. Jetzt habt ihr aber vielleicht ein Problem und zwar gibt es die Möglichkeit natürlich einen sehr kleinen Akku hier reinzutun oder einen sehr großen. Und je nachdem, wie groß der Akku wäre, ist es so, dass er entweder so hängen würde oder es so hängen würde. Ja? Dafür ist es so, dass ihr hier die Möglichkeit habt, das zu verstellen. Jetzt rastet so ein bisschen ein, genauso wie ihr das braucht für euren Akku. Nehmen wir vielleicht ein bisschen noch zur Seite. So, nee, falsche Seite. So, ja, und schon hängt das Ganze gerade. Finde ich ein sehr interessantes System. Wir haben ja hier eine Hybridleuchte. Das heißt also, wir haben ein Kabel plus hier entsprechend einen Akku. Ergo, wenn der Strom ausfällt, geht es trotzdem weiter. Du hast ihn meinetwegen im Strom stecken. Übrigens, keines der Geräte lädt den Akku. Nochmal ganz wichtig, kein Akku wird geladen, falls wieder Fragen dazu kommen. So, Stecker ist drin, Strom ist da, alles gut. Jetzt fällt aber der Strom aus irgendeinem Grund von außen. Dann geht die Lampe einmal runter, blinkt ein, zwei Mal, so blink, blink, blink. Und dann wird der Akku dazugeschaltet und dann geht es einfach weiter. Das ist eine Sache von ein paar Sekunden, aber es leuchtet bzw. blinkt für dich, damit du weißt, oh, hier ist gerade der Strom ausgefallen. Kommt der Strom wieder, macht das dasselbe, macht wieder das Blink, Blink, Blink und dann geht es weiter. Dann ist es so, jetzt stellen wir die hier mal zur Seite und kommen zur nächsten. Bei der hier ist es so, das hier ist auch ein Hybridgerät. Hier haben wir auf der Rückseite hier die Möglichkeit, das Stromkabel anzustecken. Ja, hier ist sogar abnehmbar anzustecken und das auch im Lieferumfang mit dabei, um es entweder mit Netzstrom zu betreiben oder mit einem Akku.
Bei dem Gerät ist es so, dass wir hier übrigens bei allen Geräten haben wir folgende Möglichkeit. Wir haben hier hinten ja diesen Schalter, um es ein- und auszuschalten. Jetzt gucken wir uns das mal dichter an. Und hier könnt ihr das Ganze einschalten und ihr seht, dann seid ihr jedes Mal hier auf 100% und könnt dann über den Schalter immer noch eins tiefer gehen, auf 25 und dann ist es aus. Übrigens, was ich toll finde, ist, das Gerät ist an vielen Stellen extrem geschützt. Wir haben hier zum Beispiel so einen kleinen Gummivorstand, dass es, wenn es hier so steht, landet es immer nur hier auf dem Gummi und nirgendwo anders drauf. Zudem ist es halt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, extrem geschützt. Wir haben hier auch einen variabel einstellbaren Fuß. Ja, wir können die Lampe, die leuchtet, zum Beispiel auch so entsprechend hinstellen oder das Ganze weiter verstellen und so weiter und so fort. Ja, wir können es auch hier nochmal befestigen, können 1000 Sachen mitmachen. Wir können das Ganze natürlich aber auch so hinstellen und dann nach oben strahlen lassen, sodass du es auch auf den Boden legen kannst, den ganzen Raum wiederum auch anstrahlen lassen kannst. Gerade in kleinen Räumen macht das total Sinn aus meiner Sicht. Einfach auf den Boden legen, nach oben strahlen lassen, musst du nicht extra von oben runter strahlen lassen. Ja? Wir haben hier 12.500 Lumen und 12.500 Lumen. Wie kann man das eigentlich beschreiben? Ich sage mal, einen normal großen Raum mit 20, vielleicht auch 30 Quadratmeter bekommst du da schon richtig hell mit. Ja? Hier bei uns haben wir einen sehr großen Raum mit extremer Deckenhöhe und keinerlei Abstrahlwirkung von außen, weil wir haben hier die dunkle Farbe an der Wand. Da ist es natürlich das quasi Hardcore für so etwas, um den Raum hell zu bekommen. Aber selbst hier ist es, hast du ja vorhin gesehen, hier hatten wir auch 12.000 Lumen, ja, bei der, wie hell denn auf einmal der Raum wird. Und das ist natürlich noch gebündelter hier an der Stelle. Ja. Hier eigentlich dasselbe System bei der 3000er, ist im Grunde das gleiche, nur eben viel kleiner. Ja? Wir haben hier kein Hybrid, sondern haben hier keinen Kabelanschluss mehr, sondern einfach nur noch Akku, haben auch hier die Verstellmöglichkeiten, auch hier ist das Glas geschützt, du hast hier auch den Fuß und so weiter und so fort, kannst es so hinstellen. Ja? Das ist einfach nur eine kleinere Version hier vom großen Bruder. Und das Ganze übrigens mit 3150 Lumen, was normal so für den alltäglichen Gebrauch eigentlich völlig ausreicht, um gerade mal irgendwo, wenn man in einem Winkel irgendwo was bohren möchte oder in seinem Schaltschrank Licht braucht oder. Da ist das eine echt tolle Sache, um wirklich klein, kompakt und handlich hier unterwegs zu sein. Und ich sag mal, 3000 Lumen sind immer noch 3000 Lumen, das ist schon, Wahnsinn. Ich komme noch aus einer Zeit, wo man mit so herkömmlichen Taschenlampen rumgelaufen ist, mit so einer kleinen Glühbirne innen drin. Das ist ja irre, was für ein Unterschied das dazu ist. Ja, also wirklich Wahnsinn. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Jetzt haben wir hier unsere Handleuchte. Ja, hier ist es so, dass wir, hier wunderbar, ihr seht schon, wie knapp das Ganze ist. Ja, das ist wirklich sehr knapp. So, und zu, arretieren und läuft. Und jetzt haben wir hier eine Handleuchte. Es fällt irgendwie schwer, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Wir haben hier einen Fuß, um das auch einzustellen. Finde ich eine mega tolle Sache. So, steht da einfach oben oder so, ja, oder noch weiter. Dann fällt sich natürlich ein bisschen um. Das ist aber normal wie im Schwerpunkt. Hier hält er sich noch. Jetzt kann ich dann einfach hier oben auch wieder einstellen. Und hier habe ich eine Einstellung mehr. Und zwar, ich weiß nicht, ob die Kamera das drauf kriegt. Ich habe hier einmal den Innenkranz und einmal den Außenkranz, den ich starten kann oder anmachen kann. Hier also Innenkranz oder außen, um die volle Helligkeit entsprechend zu haben. Und das kann ich natürlich auch noch entsprechend dimmen. Zusätzlich haben wir hier Magnet im Fuß, können das Ganze einfach hier ran tun, einstellen, anmachen und haben hier auch irgendwohin etwas angeleuchtet. Finde ich mega, dass das gleich mit dabei ist. Als letztes haben wir noch unseren Teleskop-Arbeitsstrahler hier. Sehr kompakt und wirklich genial hier so zusammengebaut. Ja. Wunderbar mitnehmbar, ja, hier einfach zack, pum, und habe ich es mit dabei. Und damit kannst du Dinge anstrahlen. Ja, das ist genau das, was hier immer neben mir stand. Ich mache jetzt Folgendes, mache es mal auf. So, dann kann ich das Ganze hier hochziehen. Raus. So, dann hoch, hoch, hoch und noch mehr hoch. Hier einrasten. Ja, jetzt steht er fest. Und dann habe ich hier noch entsprechende Füße, die ich ausfahren kann. Und habe hier eine, ich sage mal, sehr große, kompakte, ich zeige es euch mal auf dem Boden, ja, einen kompakten Strahler. Das kann ich mal einschalten.
Und jetzt könnt ihr den hier natürlich noch ausrichten, entsprechend, huiuiui, das ist aber hell, um entsprechend Streiflicht zum Beispiel an einer Wand auch herzustellen. Denn wir haben hier eine direkte LED-Beleuchtung ohne Diffusor, sodass du das hier einstellen kannst, zum Beispiel auf deine Wand. So, jetzt hier deine Wand und kannst entsprechend Streiflicht herstellen, um zu schauen, ob irgendwo noch Unebenheiten an der Wand sind oder. Oder auch ganz einfach als Arbeitsleuchte, dann wieder irgendwo hinstellen, so zur Seite und hast das, hier hast das Ganze, boah, ist aber auch hell, entsprechend beleuchtet. Ja. Kannst du alles einstellen, ringsrum, so wie ihr das entsprechend braucht. Ich finde das sehr schön gemacht hier, auch mit dem Fuß, der hier synchron auf und zu geht, ist hier auch magnetisch haftet der hier, ja, wenn er zu ist. Man kann das auch wirklich in Windeseile wieder zusammenbauen. Ich zeige euch das mal. Ich mache das mal aus, wieder runter, 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 zu, so. Und fertig. Also, ich sag mal, das ist durchdacht und hier gibt es auch keine Ausreden mehr mit, ich mag das nicht zusammen auseinanderbauen. Das ist wirklich schnell. Ihr bekommt übrigens auch immer so einen kleinen Beutel mit dazu und da könnt ihr die ganzen Adapter entsprechend reintun und entsprechend lagern. Jetzt haben wir uns die ganzen Arbeitsleuchten angeschaut und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Vor allem, was sagt ihr zu der Kompatibilität der Akkus? Also wirklich von allen möglichen Herstellern. Da gibt es zum Beispiel auch von Columix mal was ganz anderes. Die haben ja auch kompatible Akkus. Das heißt, du hast ein Columix-Gerät, dann passt das hier rein. Du hast einen Rotenberger, dann passt das hier rein. Oder. Wunderbar. Und immer kannst du mit den Akkus hier kompatibel arbeiten. Je nachdem, was du im Einsatz hast, was du auf der Baustelle hast und bist hier einsatzbereit. Finde ich richtig toll. Ich bin gespannt, wo ich die hier noch einsetze und welche. Also das hier zum Beispiel, die Rundumleuchte hier im Studio, könnt ihr schon ganz gut machen. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage ran an die Leuchte und bis zum nächsten Mal.